It's time for Wrestlemania. Der erste Review. Das WWE-Network ist da. Hollarius sagt euch, was ihr davon zu halten habt. Also nicht von dem Network. Das Network ist, ja, nett, ne? Ist ja ein Network. Also das Network bringt euch alles, was an Wrestling in der WWE, WCW, ECW jemals gelaufen ist. Es ist sehr, 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 sehr viel. Und ich schaue mir die Big Four an, und zwar alle. Also mit der Zeit. Heute erstmal WrestleMania 1. WrestleMania 1 ist eine Veranstaltung von 1985. 1985, das ist scheiße lang her. Echt scheiße lang her. Und dementsprechend sieht Wrestling noch ganz anders aus als heute. Sollte man sich die WrestleMania 1 anschauen? Man braucht Geduld. Denn auf der einen Seite gibt es nicht viel Ablenkung. Also die meisten Wrestler kommen überhaupt nicht mit Musik rein oder so, sondern die stehen einfach im Ring. Und dann sagt Howard Finkel hier, der gegen den, und dann hauen die sich. Das ist ja einfach. Man braucht aber schon ein bisschen mehr Geduld, weil einige der Matches passieren in Nichtgeschwindigkeit. In absoluter Nichtgeschwindigkeit. Aber dazu gleich. Außerdem gibt es halt so ein paar Promis, die irgendwie reingenommen werden. Und jeder einzelne dieser Promis braucht ungefähr 3 Stunden, um irgendetwas zu tun, was völlig uninteressant ist. Aber gut, muss halt auch sein. So, womit fängt es an? Es fängt an mit Tito Santana gegen The Executioner. Tito Santana, später als El Matador noch bekannt, kämpft hier gegen einen Typen in einer unglaublich schlecht sitzenden Klamotte mit einer Maske, von dem man nicht weiß, woher er kommt und was er will und überhaupt. Schön, wenn es vorbei ist. Wobei das einer der Kämpfe ist, die ganz flott unterwegs sind. Tito Santana war ja ein guter Mann, muss man ja sagen. Ein technisch guter Wrestler. Da geht es nicht ganz so langsam wie in manchen anderen Kämpfen. Nun gut. Dann kommt King Kong Bundy gegen Special Delivery Jones. Dieses Match dauert um die 20 Sekunden. Dann hat King Kong Bundy den lieben Special Delivery Jones völlig gesquasht. Und das war's. King Kong Bundy übrigens mit The Mouth of the South. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Jimmy Hart, dem wunderbarsten Manager aller Zeiten. Herrlich. Drittes Match. Ricky Steamboat defeated Matt Bourne. Von Matt Bourne hatte ich noch nie etwas gehört. Matt Bourne hatte auch keinerlei Ausstrahlung. Matt Bourne ist eigentlich unglaublich langweilig. Ricky Steamboat hingegen ist eben Ricky the Dragon Steamboat. Und technisch gut, viel Karate, ne? Es ist ja Everybody was Kung Fu Fighting, ne? Also das ist ganz heftig in dieser Zeit drin, 1985, da ist jemand, der so ein bisschen aussieht, ne? Als ob er irgendwie große Kampfkünste aus dem Osten kann, ist da super, Ricky Steamboat, hervorragend. Dann kämpft David Sammartino gegen Brutus Beefcake. David Sammartino ist der Sohn von der lebenden Legende Bruno Sammartino. Lebt Bruno immer noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, David Sammartino war im Gegensatz zu seinem Papa klein und breit. Oder ist, ich weiß nicht, egal. Ist klein und breit. Sein Papa ist mit am Ring. Sieht aus, als ob er immer noch beeindruckender wäre als sein Sohn. Nun gut. Aber David Sammartino war ein ganz guter Wrestler zu dem Zeitpunkt. Und Brutus Beefcake, noch nicht Brutus the Barber Beefcake, sondern Brutus Beefcake, ja, ist hier der bösartige Heel, der eher auf Kraft setzt. David Sammartino zeigt einige nette Aktionen. Aber das Ganze ist, ja, da David Sammartino ungefähr so spannend ist wie Matt Bourne vorher. Das einzig Spannende ist halt, dass irgendwann Johnny Wayland, der Manager von Brutus Beefcake, und Bruno Sammartino auch sich ein bisschen hauen und so. Und das Ganze endet auch in einer Double Disqualification. Ich spoilere hier so ein bisschen zwischendurch, aber nicht schlimm. Dann der Junkyard Dog gegen Greg Valentine.
Und hier geht es um den Intercontinental Champion. Und das ist zu diesem Zeitpunkt Greg Valentine. Mal wieder begleitet von Jimmy Hart. Der Jimmy Hart ist hier mehrfach unterwegs. Ja, der Junkyard Dog ist endlich einer, wo ein bisschen Stimmung aufkommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man eigentlich das Gefühl, ja, ist halt so, muss man halt durch, ne? Ja, Ricky Steamboat, Tito Santana, auch David Sammartino oder vor allem Bruno Sammartino haben natürlich eine gewisse Anhängerschaft, aber es passiert in der Halle unglaublich wenig. Das Publikum ist für unsere Verhältnisse heute irgendwie total langweilig und schauen sich das alles eben eher so mit so einer ruhigen Distanz an. Junkyard Dog ist der Erste, der mit Musik reinkommt und der richtig mal für Stimmung sorgt. Endlich. So, die nächsten, die für Stimmung sorgen, sind Nikolai Volkov und The Iron Sheik mit Classy Freddy Blassie als Manager. Nikolai Volkov und Iron Sheik, das totale Nationalismus-Gimmick, der Russe und der Iraner, waren jetzt alle mal zufällig Russen und Iraner, die aber jetzt halt hier die totale Heel-Nummer rausbringen. Und während Nikolai Volkov die russische Nationalhymne singt, zum Schießen, herrlich, fliegen Becher ohne Ende in den Ring. Der Madison Square Garden randaliert. Ja, offenkundig sind genug nationalistische US-Amerikaner im Publikum, die da so richtig sauer werden. Herrlich. Kämpfen um den Tag-Team-Titel tun sie gegen den The US Express, so heißt es zumindest bei Wikipedia. Der US Express wird aber nicht als US Express angekündigt, sondern nur als Mike Rotundo und Barry Windham mit Captain Lou Albano als Manager. Mike Rotundo und Barry Windham hier noch extrem jung, wenn man weiß, dass Mike Rotundos Söhne Bo Dallas und Bray Wyatt heute aktiv sind und die waren ja auch damals noch nicht geboren, ne? Also ja, die Zeit vergeht halt, ne? Und was mich gewundert hat, ist Mike Rotundo und Barry Windham hier durchaus mit richtig Pops, also die haben kriegen richtig Publikumsreaktionen, dass sie hier Face unterwegs sind, weil ich beide Wrestler durchaus kannte, aber beide nur als Heels immer. Und hier sind sie die jungen, aufstrebenden Faces. Sehr süß. Dann die Body Slam Challenge zwischen Andre the Giant und Big John Studd. Big John Studd hat gesagt, hier $15.000 in diesem Täschchen. Andre the Giant, entweder du slammst mich oder du musst für immer aufhören. Wenn du aber mich slammst, dann kriegst du auch noch die $15.000. Jetzt fragt ihr nach Logik. Und ich sag euch, das ist Wrestling. Ja. Und Big John Studd, begleitet von Bobby the Brain Heenan. Herrlich, Bobby Heenan, wenn der ins Mikro geht, ist es wunderbar. Übrigens auch genannt The Weasel, auch herrlich. Bobby Heenan und Big John Studd machen das sehr schön. Andre the Giant sagt nur hinterher was. Und das ist auch besser so. Also der war jetzt nicht unbedingt fürs Promos Cutten berühmt. Der ist halt Andre the Giant. Ja, ich meine, Andre the Giant halt. So. Ist ja auch groß, ne? Gut. Andre the Giant gegen Big John Studd, das ist wirklich so das ist so das klassische Match in Nichtgeschwindigkeit. Es ist unglaublich langsam, unglaublich langweilig. Und wer heute über Big Show und Kane und so meckert, gegen die beiden wirken Big Show und Kane heute wie junge, aufstrebende Techniker. Es ist ja, das ist es. So, es geht auch um den Frauentitel, nämlich Wendy Richter gegen Leilani Kai. Leilani Kai von The Fabulous Moolah gemanagt. Wendy Richter gemanagt von Cyndi Lauper. Von der Popsängerin Cyndi Lauper. Die meiste Zeit eher gelangweilt am Ring steht,
aber immerhin beim Jubel ein bisschen mittanzt und so, das macht schon Spaß. Ansonsten, die Damen kämpften damals noch in Badeanzügen und ja, es ist halt echt klassisches Wrestling. Also genauso klassisch wie meinetwegen, ja, wie einige der Wrestler unterwegs sind. So sind auch die Damen da unterwegs. Ähm, Viel am Boden, viel hauen und Zeug. Ja, besonders schön und schnell ist es nicht. Ja, ist halt ein Match. Dann Muhammad Ali als Gastringrichter außen am Ring. Liberace als Zeitnehmer. Irgendein Baseball-Typ als Special Guest Announcer. Ja, es war halt die erste Wrestlemania und man musste da so mal ein bisschen an Prominenz so heranbringen. Ne? Man musste das ja richtig gut verkauft kriegen. Und wer kämpft im Hauptkampf gegeneinander? Hulk Hogan und Mr. T mit Jimmy Superfly Snuka am Ring. Gegen The Roddy Piper und Mr. Wonderful Paul Orndorff mit Bob Cowboy Orton mit am Ring. Warum Jimmy Snuka und Bob Orton mit am Ring waren, das ist eben so, eigentlich hätte man es auch als Dreier-Teams gegeneinander machen können, aber Jimmy Snuka und Bob Orton hatten einfach nicht groß genug den Namen, ne? Also deswegen machte man es nicht. Mr. T ist kein Wrestler, wir kennen ihn als B.A. Baracus, da war er auch deutlich beeindruckender, weil hier im Ring sieht man halt, dass er einen guten Kopf kleiner ist als Hulk Hogan und das sieht halt immer so ein bisschen so, naja, B.A. Baracus war halt immer so, ne? A-Team, der Riesentyp, ne? Und dann steht er neben Hulk Hogan und denkt sich, oh ja, du hättest doch noch einen halben Meter gebraucht. Gut, auf jeden Fall, bis das Match anfängt, dauert ewig. Und dann passiert in dem Match auch, ja, wenig. Aber immerhin darf Hulk Hogan mit seiner normalen Musik reinkommen und man denkt sich so, die Musik kenne ich. Immerhin etwas. Schön. Ja, also das ist natürlich overbooked ohne Ende, das Hauptmatch, und Muhammad Ali kommt dreimal in den Ring und haut auch mal nach Bob Orton. Paul Orndorff war der andere, das ist Mann. So, ja, man sieht, dass sie damals schon gut trainiert haben, aber Hulk Hogan noch lange nicht so aussah, wie er mal so 5 bis 10 Jahre später mit viel mehr Doping aussah. Roddy Piper in seiner besten Zeit als wirklich interessanter Heel, der mit der gesamten, das ist so geil, der kommt da mit so einer großen Dudelsackkapelle rein. Und die Dudelsackkapelle hat überhaupt keinen Platz da richtig. Die stehen da irgendwie total eng und das ist alles gar nicht so richtig schön. Ist auch alles gar nicht so richtig durchdacht. Die haben überhaupt, um den Ring ist kein Platz. Da sind total viele Leute. Das ist, wenn du das mit heute vergleichst, unglaublich. Aber Roddy Piper mit seinem wirklich herrlichen Lächeln, Grinsen, aber dann wirklich auch einer der Dirty Player in the Game, ne? Es ist nicht Ric Flair, aber ist trotzdem ein Dirty Player. Und Paul Orndorff, der daneben steht und überhaupt keine Miene verzieht und wo die wunderbaren Moderatoren Gorilla Monsoon und Jesse the Body Ventura, ich habe heute irgendwie Verdrehung, immer wieder sagen, er sieht aus wie ein griechischer Gott. Ein griechischer Gott. Ja, Paul Orndorff war sehr definiert. Und ja, ein sehr männlicher Mann. Also sehr Testosteron geladen. Und es ist wirklich schön. Es ist
Nein, also wenn ihr gutes Wrestling sehen wollt, dann ist die gesamte WrestleMania 1 eher so nicht so spannend. Ja, man kann sich so die Matches von Tito Santana und Ricky Steamboat gut angucken. David Sammartino hat mir auch gut gefallen, also was er so im Match zeigt. Junkyard Dog Rick Valentine, ja, ist okay. Das Tag Team Match ist okay. Andre the Giant gegen Big John Studd, ja, wenn man gerne Schachspielen zuguckt. Mm, Das ist alles okay, aber da ist nichts wirklich Besonderes. Besonders sind man sieht einfach, wie Wrestling damals so langsam aus, aus so langsam quasi ins Fernsehen kommt. Ja, das ist die erste WrestleMania, das erste große Pay-Per-View. Und auf der einen Seite hat man noch diese ganzen klassischen Sport- und Box-Sachen. Und auf der anderen Seite gibt es halt die ersten Sachen, wo man sagt, okay, das ist schon Wrestling, wie wir das kennen. Ähm, ja, das war WrestleMania 1. Ich habe noch viel vor mir. Ich habe noch so viel vor mir. Weil das war ja die erste von über 30 WrestleManias. Und ich will ja alle Fab Fours gucken. Also auch alle Survivor Series und SummerSlams und Royal Rumbles. Und wünscht mir Glück. Tschüss.